kriegst den Arm kaum noch hoch, weil er dir dabei zu doll wehtut und dein Arzt hat ein Impingement-Syndrom festgestellt? Dann bleib dran. Ich zeige dir in diesem Video einen häufiger vergessenen Faktor für die Entstehung von Schulterschmerzen und wie du diese am besten beheben kannst, damit du endlich wieder schmerzfrei den Arm hochbekommst. Das Impingement-Syndrom bedeutet eine schmerzhafte Weichteileinklemmung an den Schulterbereich. Es kann je nach Ursache entweder die Sehne von der Muskulatur sein oder auch ein Schleimbeutel. Das Wichtigste ist, dass die Beschwerden bei Bewegung auftreten oder wenn du auf den Arm drauf liegst. Bei dem Hochheben vom Arm müssen mehrere Gelenke gleichzeitig gut funktionieren. Das eine ist das Schultergelenk selber zwischen Schulterblatt und den Oberarmknochen und das zweite ist es die Beweglichkeit von dem Schulterblatt über den Brustkorb. Wenn die Schulterblatt sich nicht genug an den Brustkorb bewegt, dann beim Hochheben vom Arm können Weichteil wie die Sehne oder ein Schleimbeutel in dem Bereich extra eingeklemmt werden. Das heißt, ein wichtiger Aspekt für die Rehabilitation sind auch die Übungen für die Beweglichkeit des Schulterblattes. Nur mit Übungen für die Schultermuskulatur wirst du dauerhaft nicht beschwerdenfrei. Am Ende des Videos bekommst du noch eine Zusammenfassung von aller Übungen, die du machen solltest. Und für die erste Übung brauchst du lediglich eine Wand und ein kleines Tuch, damit deine Hand besser gleiten kann. Du stellst dich ungefähr 50 cm von der Wand entfernt, deine Beine sind ein bisschen mehr als hüftbreit auseinander, deine Füße zeigen nach vorne. Deine komplette Handfläche soll jetzt an dem Tuch sein und jetzt versuchst du in die Kniebeuge zu gehen und dabei den Arm hoch zu heben. Und dann wieder die Knie strecken und den Arm wieder nach unten bringen. Bei jeder neuen Bewegung versuchst du weiter nach unten in die Kniebeuge zu gehen und gleichzeitig den Arm nach oben zu strecken. Wichtig dabei ist, dass du einen großen Teil von der Bewegung auch von dem Schulterblatt herholst. Schulterblatt nach oben und wieder runter. Arm hoch, Kniebeuge, strecken und wieder runter. Für die zweite Übung stellst du dich wieder an die Wand, deine beide Hände komplett aufgelegt, ein bisschen mehr als schulterbreit an die Wand. Das Bein von der Seite, was du trainieren willst, beziehungsweise von der Schulterseite, die dir Beschwerden macht, das legst du jetzt einmal nach hinten. Und in diese Position, die Ellenbogen bleiben ein bisschen durchgestreckt, Brustkorb nach vorne bringen und dann wieder strecken. Ein bisschen von der Bewegung wird schon an den Ellenbogen stattfinden, aber hauptsächlich geht es darum, dass die Schulterblätter so weit wie möglich nach vorne gebracht werden und dann so weit wie möglich zusammengezogen werden. Achte darauf, dass die Bewegung hauptsächlich an der Brustwirbelsäule stattfindet und dass du von der Lendenwirbelsäule nicht in Hohlkreuz fällst. Für die nächste Übung brauchst du jetzt einen elastischen Band. Da solltest du mit dem Fuß von der gegenüberliegenden Seite, die du trainieren willst, einmal das Theraband festhalten, eine bestimmte Vorspannung schon erzeugen, damit das Band nicht komplett locker auf dem Boden bleibt. Als erstes den Rumpf leicht nach vorne beugen und dann Ellenbogen beugen, Schulterblatt zusammen nach hinten und den Rumpf zu der betroffenen Seite drehen. Achte darauf, dass du sowohl das Ellenbogen beugst, dann Ellenbogen am Bauch bleibt und in dieser Haltung dann noch zusätzlich den Rumpf zur betroffenen Seite drehen. Diese 3 Übungen solltest du dann 3 Serien machen von jeweils 8 bis zu 12 Wiederholungen. Wichtig ist, dass du 3 Serien schaffst. Das heißt, wenn du es nicht hinbekommst, bei der dritten 8 Wiederholungen zu machen, wäre es sinnvoll, dass du dann 3 Serien jeweils 6 Wiederholungen erstmal machst. Wenn dir dieses Video gefällt und du Interesse hast an weiteren Videos für die Förderung deiner Gesundheit bzw. die Stärkung deiner Muskulatur und die Verbesserung deiner Beweglichkeit, dann abonniere meinen Kanal. Und für die beiden letzten Übungen brauchst du jetzt so einen Ball. Für die erste Übung sollst du dich jetzt in Vierfüßlerstand begeben. Die Seite, die du trainieren willst, die kommt jetzt auf den Ball.
Legst bewusst dein Gewicht jetzt auf den Ball ab und versuchst in diese Position die Schulterblatt nach oben und nach unten zu bringen. Der Ellenbogen bleibt komplett durchgestreckt, hoch und runter. Wichtig dabei ist, dass die Bewegung von dem Schulterblatt kommt und nicht von den Ellenbogen. Deshalb achte darauf, dass dein Ellenbogen komplett durchgestreckt bleibt. Bei dieser Übung förderst du auch die Wahrnehmung von der Schulter und sorgst dafür, dass den Abstand zwischen Schulter und Schulterdach vorhanden bleibt und gleichzeitig aktivierst du mehrere Muskeln von den Schulterblatt gleichzeitig. Und für die letzte Übung geht es darum, dass du die Beweglichkeit sowohl von Schulterblatt und auch von der Brustwirbelsäule deutlich verbesserst. Die Seite, die du trainieren willst, die soll jetzt halt deine Handrücken soll jetzt auf den Ball legen und ganz bewusst schiebst du den Ball so weit wie du kannst nach unten weg und dann wieder zurück. Achte darauf, dass du wirklich die Schulter, den Arm so weit wie du kannst komplett nach vorne bringst und dann wieder zurück. Um den Effekt noch weiter zu erhöhen, kannst du deinen Stutzarm auch leicht beugen und damit bekommst du noch weiter Bewegung von der Brustwirbelsäule. Wenn du von deinem Therapeuten Übungen bekommen hast, um die Schulter nach außen zu drehen oder nach innen zu drehen, wegen einem Impingement-Syndrom, mach dies weiter. Aber integriere diese Übungen, nimm die dazu und ich bin mir sicher, du wirst davon profitieren. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin!